Hallo liebe Bundesliga-Freunde, willkommen zur Bundesliga-Prognose und zu meinen Bundesliga-Tipps zum 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2025-26. Wie jede Woche gibt's hier auf Werners Fußballecke alle Tipps, Prognosen und die komplette Vorschau zu jedem einzelnen Spiel des 12. Spieltages. Links seht ihr nochmal alle Partien, rechts die aktuelle Bundesliga-Tabelle. Perfekte Übersicht für eure eigenen Bundesliga-Tipps. Und jetzt seid ihr dran. Wie tippt ihr den 12. Spieltag? Schreibt eure Prognose unten in die Kommentare. Wenn euch meine Bundesliga-Prognose gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da. Zusammen knacken wir die 100 Likes. Und nicht vergessen, Werners Fußballecke zu abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Bundesliga-Video mehr von meinem Kanal. Und jetzt starten wir rein in meine Bundesliga-Tipps und Prognosen. Fangen wir an mit dem Freitagsspiel. Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen RB Leipzig. Der 12. empfängt den 2. der Bundesliga. Und ja, Gladbach ist wieder komplett zurück im Bundesliga-Geschäft. Unter Neutrainer Eugen Polanski gab es zuletzt 3 Siege in Folge, starke 12 Punkte und ein super Torverhältnis von 10:1 Toren. Vor ein paar Wochen sah das Ganze noch ganz anders aus, doch die Fohlen sind wieder voll im Aufwind. Und einer sticht dabei besonders heraus, Stürmer Haris Tabakovic. In den letzten 7 Pflichtspielen, Bundesliga und DFB-Pokal, erzielte er 6 Tore und lieferte 2 Torvorlagen, also absolut in Topform. Spielt Gladbach so wie zuletzt, kann man auch gegen Leipzig zu Hause etwas holen. Und mit einem möglichen Sieg könnte man in der Tabelle bis auf Platz 18 klettern. Aber RB Leipzig kommt ebenfalls mit starker Form. In den letzten 5 Bundesliga-Partien gab es 4 Siege und eine Niederlage. Dazu ein Torverhältnis von 14:5 Toren. Allerdings fehlt Trainer Ole Werner seinen DFB-Nationalspieler Hassan Cuedraogo, der bis Jahresende leider, muss man sagen, ausfällt. Trotzdem, mit Spielern wie Christoph Baumgartner oder Jungstar Jan Diomande hat Leipzig genügend Qualität, die jedes Spiel alleine entscheiden können. Das letzte Auswärtsspiel verlor RB am 10. Spieltag allerdings mit 3:1 in Hoffenheim. Ein kleiner Dämpfer, aber dennoch geht Leipzig als Favorit schon in dieses Spiel. Mein Tipp für Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig: ein 2:1 Heimsieg für die Gladbacher. Wie tippst du dieses Spiel? Ab damit in die Kommentare. Weiter geht's mit den Samstagsspielen des 12. Spieltages. Wir starten direkt mit dem Tabellenführer. Der FC Bayern München empfängt den FC St. Pauli. Der erste gegen den 16. der Bundesliga. Klar ist, die Bayern gehen natürlich als haushoher Favorit in dieses Spiel. Allerdings haben die Münchner heute am Mittwoch quasi ein extrem schweres Champions League Auswärtsspiel bei Arsenal London. Das wird Kraft kosten, Konzentration und natürlich auch Energie. Deshalb wird Trainer Vincent Kompany im Bundesligaspiel gegen den FC St. Pauli wahrscheinlich wieder rotieren, um seine Stammkräfte dann zu entlasten. Gerade auch, weil nächste Woche das DFB-Pokal-Achtelfinale bei Union Berlin wartet. Ein weiteres Topspiel, das Bayern gewinnen will, aber auch fordern wird. Trotzdem, egal wie Bayern rotiert, dieses Spiel sollte schon klar gewonnen werden. Mit Spielern wie Tom Bischoff, Lennart Kahl oder dem zurückgekehrten Hiroki Ito hat Bayern eine Bank, die stärker ist als manche Bundesliga-Startelf. Kommen wir zum FC St. Pauli. Die Kiezkicker stecken schon tief in der Krise aktuell. 8 Niederlagen in Folge, ein Torverhältnis von 2:17 Toren. Und nur 2 eigene Treffer in diesem Zeitraum. Das ist viel zu wenig, besonders für einen Club, der in der Liga bleiben will. Und jetzt ausgerechnet auswärts beim FC Bayern. Hier geht es für Pauli nicht um einen Sieg, sondern darum zu zeigen, wir sind auch noch da, wir leben noch. Jede weitere Niederlage allerdings ist aber auch Gift für die Moral. Aber dieses Spiel
kommt leider dann halt absolut zum falschen Zeitpunkt. Also heißt das für das Team von Alexander Blessin, Zähne zusammenbeißen und durch. Vielleicht unterschätzen die Bayern das Spiel nach der Champions League oder vor dem Pokal. Das wäre Paulis einzigste kleine Chance. Mein Tipp allerdings für den FC Bayern gegen den FC St. Pauli dann doch ein klares 4:1 für die Bayern. Weiter geht's mit einem richtig interessanten Duell. Werder Bremen empfängt im Weserstadion den 1. FC Köln, also Platz 9 gegen Platz 10 der Bundesliga. Ein echtes Duell auf Augenhöhe aktuell. Werder kommt mit einem Mix aus Ergebnissen in diese Partie. Ein Unentschieden, dann der starke Heimsieg gegen Wolfsburg und zuletzt die 0:2 Niederlage in Leipzig. Aber gerade zu Hause läuft es richtig rund. Die letzten 3 Heimspiele, alle gewonnen mit einem Torverhältnis von 4:1 Toren. Mit einem Sieg könnte Bremen auf Platz 8 springen und sich oben festsetzen. Super wichtig im Kampf um die europäischen Plätze. Schauen wir auf den 1. FC Köln. Der FC reist mit 2 Niederlagen in Folge nach Bremen. Aber beim 3:4 gegen Frankfurt am 11. Spieltag hat Köln wieder gezeigt, dass sie selbst gegen Top-Teams mithalten können. Und das immer noch als Aufsteiger. Offensiv ist Köln mit Spielern wie Kaminski, Bülter, Waldschmidt oder natürlich Shootingstar Said El-Mala wirklich stark besetzt. Die Defensive steht mit 19 Gegentoren zwar nicht perfekt, aber auch nicht katastrophal. Der letzte Auswärtssieg liegt allerdings schon etwas zurück. Am 6. Spieltag gewann Köln mit 1:0 in Hoffenheim. Trotzdem, wenn Köln mit der gleichen Energie und Spielfreude auftritt wie zuletzt, kann der FC definitiv etwas aus Bremen mitnehmen. Und eines ist auch klar, dieses Spiel wird ganz sicher kein 0:0. Mein Tipp für Werder Bremen gegen den 1. FC Köln ist ein 2:1 Heimsieg für Werder. So, weiter geht's mit dem nächsten Spiel am Samstag. Union Berlin empfängt im eigenen Stadion den 1. FC Heidenheim. Hier trifft also der 8. der Bundesliga auf den Tabellenletzten. Klingt klar, aber ganz so eindeutig ist es vielleicht dann doch nicht. Union kommt mit ordentlich Rückenwind in diese Partie. Durch den 1:0 Auswärtssieg am 11. Spieltag beim FC St. Pauli sind die Eisernen jetzt seit 3 Spielen ungeschlagen. 2 Unentschieden, dazu der wichtige Sieg. Also aktuell läuft es wirklich rund für das Team von Trainer Steffen Baumgart. Zu Hause sieht es ebenfalls stabil aus. In 6 Heimspielen gab es 2 Siege, 3 Unentschieden, darunter auch das starke 2:2 gegen Bayern und nur eine Niederlage. Das Torverhältnis liegt bei 9:8, also absolut noch im grünen Bereich. Mit einem weiteren Dreier könnte Union den 8. Platz weiter ausbauen. Aber gegen Heidenheim hat Union aus der vergangenen Saison noch eine Rechnung offen. Beide Duelle in der letzten Saison gingen verloren. Das Heimspiel sogar deutlich mit 0:3 am 33. Spieltag. Heidenheim dagegen kommt in einer schwierigeren Form. 3 Niederlagen und nur 2 Punkte aus den letzten 5 Bundesligaspielen. Dazu stellen sie sowohl den schwächsten Angriff der Liga, nur 8 Tore, als auch die schlechteste Defensive, 26 Gegentore. Da wartet auf Trainer Frank Schmidt noch viel Arbeit, wenn man die Klasse halten möchte. Aber Heidenheim kennt den Abstiegskampf, das kann schon ein kleiner Vorteil sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Heidenheim in Berlin etwas Zählbares mitnehmen könnte. Mein Tipp für Union Berlin gegen den 1. FC Heidenheim, ein 1:1 Unentschieden. So, weiter geht's mit der nächsten Samstagspartie am 12. Spieltag. Die TSG Hoffenheim trifft zu Hause auf den FC Augsburg. Der aktuelle Tabellen-7. empfängt also den 13. der Bundesliga. Hoffenheim ist momentan richtig gut drauf. In den letzten 5 Spielen holte die TSG 4 Siege in Folge und zuletzt am 11. Spieltag ein 1:1
bei Mainz 05. Dass Hoffenheim auch zu Hause stark auftreten kann, haben sie am 10. Spieltag mit dem 3:1 Sieg gegen RB Leipzig wirklich gezeigt. Trotzdem war das erst der zweite Heimsieg in 5 Heimspielen. 3 Niederlagen gab es ebenfalls im eigenen Stadion. Aber aktuell läuft es einfach hervorragend unter Trainer Christian Ilser. Mit einem weiteren Sieg gegen Augsburg könnte Hoffenheim sogar bis auf Platz 4 klettern. Das wäre schon ein riesiger Erfolg. Kommen wir zum FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner. Nach 3 Niederlagen in Serie gab es endlich den Befreiungsschlag. Ein 1:0 Heimsieg gegen den HSV am 11. Spieltag. Wagner will diesen Schwung natürlich mit nach Hoffenheim nehmen. Vor allem defensiv tat das zu 0-Spiel richtig gut und könnte wieder Stabilität geben. Allerdings spricht die Bilanz klar gegen Augsburg. Seit 4 Spielen gab es keinen Sieg mehr gegen Hoffenheim. Der letzte Dreier stammt aus der Saison 2022/23, ein 1:0 Heimsieg am 21. Spieltag. Also ja, es wird mal wieder Zeit für einen Augsburger Erfolg. Erschwerend kommt aber dazu, Sandro Wagner muss auf Kevin Schlotterbeck verzichten, wegen seiner Gelb-Rot-Sperre. Ja, mein Tipp für die TSG Hoffenheim gegen Augsburg ist ein 1:1 Unentschieden. Und jetzt rein ins echte Spitzenspiel des 12. Bundesliga-Spieltages. Bayer Leverkusen zu Hause gegen Borussia Dortmund. Der Dritte empfängt den Vierten. Mehr Topspiel geht kaum. Hier trifft der zweitbeste Angriff der Liga mit 27 Toren Leverkusen auf die zweitbeste Abwehr mit nur 10 Gegentoren Borussia Dortmund. Also ja, das ist ein absolutes Top-Duell. Leverkusen kommt mit 6 Siegen und nur einer Niederlage aus den letzten 7 Bundesliga-Partien in dieses Spiel. Der BVB dagegen reist mit 2 Siegen zuletzt 2 Unentschieden an. Und zu Hause ist Leverkusen richtig stark. 4 Siege, 1 Unentschieden, eine Niederlage, dazu 15:4 Toren, macht 13 Punkte und Platz 4 in der Heimtabelle. Beide Teams mussten aber am Dienstag noch Champions League spielen. Der BVB mit einem souveränen und hochverdienten 4:0 Heimsieg gegen FC Villarreal und Bayer Leverkusen, muss man sagen, ein Sensationssieg mit ihrem 2:0 Auswärtssieg bei Manchester City. Aber klar, dass wir Dortmund, wie aber auch Leverkusen, viel Kraft und Energie gekostet haben. Und es wird spannend zu sehen sein, mit welcher Form und welchem Selbstvertrauen beide in dieses Samstagsabends Kracherduell gehen werden. Leverkusen hat außerdem noch eine Rechnung offen. Am 33. Spieltag der letzten Saison gewann Dortmund mit 4:2 in Leverkusen. Niko Kovac weiß also ganz genau, wie man die Werkself schlagen kann. Allerdings kommt der BVB mit 2 Unentschieden aus den letzten beiden Ligaspielen. Auswärts läuft es aber ordentlich. 3 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage, 11 Punkte und 10:6 Toren. Platz 3 der Bundesliga Auswärtstabelle. Ein 0:0? Nein, ich denke mal, sehr unwahrscheinlich. Das letzte torlose Unentschieden der beiden gab es in der Saison 2014/2015 ebenfalls in Leverkusen. Also ja, uns erwartet ein echtes Feuerwerk. Mein Tipp für Leverkusen gegen Dortmund, ein 2:2 Unentschieden. Wie tippst du? Dein Tipp ab in die Kommentare. Ja, und liebe Grüße nach André und an Markus. Und damit, liebe Fußballfreunde, geht's rein in die Sonntagsspiele des 12. Spieltages. Wir starten mit dem Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart. Der 14. empfängt den 5. der Bundesliga. Der HSV kommt mit einer 0:1 Auswärtsniederlage in Augsburg in diese Partie. Davor gab es das hart umkämpfte 1:1 immerhin gegen Borussia Dortmund. Aber insgesamt sieht es nicht so gut aus. Aus den letzten 5 Bundesligaspielen holte Hamburg 4 Niederlagen,
Einzig das Unentschieden gegen den BVB sticht dabei heraus. Und das größte Problem? Der HSV zählt gemeinsam mit dem FC St. Pauli zu den schwächsten Offensiven der Liga. Nur 9 Treffer bisher. Nur Heidenheim mit 8 Toren ist da noch schlechter. Die Defensive mit 17 Gegentoren ist dagegen schon solide. Aber klar, ohne Tore gewinnst du kein Spiel. Na, und das Verrückte dabei, in der Bundesliga-Statistik liegt Hamburg mit 147 Torschüssen auf Platz 5, sogar vor Dortmund und Eintracht Frankfurt. Der Tabellenplatz spiegelt also eigentlich nicht das Leistungsniveau wider, was der Hamburger Sportclub eigentlich hat. Doch langsam, aber sicher braucht der HSV dringend einen Dreier, sonst rutscht man noch tiefer in den Abstiegskampf. Kommen wir zum VfB Stuttgart und Trainer Sebastian Hoeneß. Der VfB reist mit einem spektakulären 3:3 gegen Dortmund an. Allerdings müssen die Schwaben am Donnerstag noch in der Europa League ran, auswärts bei den Go Ahead Eagles aus der niederländischen Liga. Nicht richtig ausgesprochen, Entschuldigung dafür. Das Spiel wird aber natürlich Kraft und Energie kosten. Aber Hoeneß ist für kluge Rotation bekannt und der VfB hat einen breiten, starken Kader. Dazu ein Dennis Undaff, aktuell in absoluter Topform. Also Stuttgart bleibt brandgefährlich. Beide Trainer können aktuell nahezu ihre beste mögliche Elf aufstellen. Beste Voraussetzung also für ein intensives Sonntagsspiel. Mein Tipp für den HSV gegen Stuttgart ist ein 1:2 Auswärtssieg für den VfB. Wie tippst du dieses Spiel? Hau deine Prognose unten in die Kommentare. Weiter geht's, liebe Bundesliga-Freunde, ab zur nächsten Partie. Eintracht Frankfurt empfängt den VfL Wolfsburg. Hier spielt der 6. gegen den 15. der Bundesliga. Die Eintracht kommt mit einem richtig starken Lauf in diese Begegnung. In den letzten 5 Bundesligaspielen blieb Frankfurt ungeschlagen. 3 Siege, 2 Unentschieden. Und natürlich der spektakuläre 4:3 Auswärtssieg am 11. Spieltag beim 1. FC Köln. Und da zeigte einmal mehr Jonathan Burkhardt, wie wichtig er schon mittlerweile für dieses Team geworden ist. 2 Tore, insgesamt jetzt 8 Treffer in 10 Bundesligaspielen. Damit steht er aktuell auf Platz 2 der Torjägerliste in der Bundesliga, direkt hinter Harry Kane mit 14 Toren. Ganz klar, Burkhardt ist mal wieder so ein richtig guter und typischer Eintracht Frankfurt-Transfer. Zu Hause ist die Eintracht allerdings noch nicht so wirklich konstant. In 5 Heimspielen gab es 3 Siege, aber eben auch 2 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 10:8 Toren. Und jetzt kommt noch eine richtige Belastung dazu. Am Mittwoch steht das schwere Champions League Heimspiel gegen Atalanta Bergamo an. Ein extrem wichtiges Match für die Eintracht, was man schon gewinnen sollte. Und da wird Dino Topmöller garantiert seine beste Elf aufstellen. Das kostet Kraft, Energie und natürlich auch Konzentration. Der Vorteil, Frankfurt hat in dieser Saison einen richtig breiten und starken Kader. Sie können rotieren, ohne direkt an Qualität zu verlieren. Trotzdem gilt, den VfL Wolfsburg darfst du nicht unterschätzen. Denn Wolfsburg steckt noch tief in der Krise. 3 Bundesligaspiele in Folge verloren. Und in den letzten 8 Partien gab es 7 Niederlagen und nur einen einzigen Sieg. Der einzigste Dreier war am 8. Spieltag beim 1:0 gegen den HSV. Mit nur 13 Toren stellt der VfL aktuell den 4. Angriff der Liga. Interimstrainer Daniel Bauer hat da noch eine Menge Arbeit vor sich. Denn so langsam wird es dann doch in der Tabelle richtig eng für die Wölfe. Mein Tipp für Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg ist ein 2:1 Heimsieg für die Eintracht. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel des 12. Bundesligaspieltages. Der SC Freiburg trifft zu Hause auf Mainz 05. Hier spielt also der 11. gegen den 17. der Bundesliga. Freiburg
Ja, kommt mit einer 2:6 Niederlage bei den Bayern in diese Partie. Klar, am Ende eine heftige Packung, aber die Breisgauer haben in den ersten 15 bis 20 Minuten richtig gut mitgespielt und sogar 2:0 geführt beim Rekordmeister. Da ist definitiv etwas, das Trainer Julian Schuster positiv mitnehmen kann. Trotzdem muss Freiburg jetzt zu Hause gegen Mainz schon ganz anders auftreten als in München. Zusätzlich kommt die Belastung am Donnerstag. Geht es in der Europa League auswärts zu Viktoria Pilsen nach Polen. Das wird Kraft, Fokus und auch Energie kosten. Nach 5 Heimspielen steht der Sportclub mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und einer Niederlage auf Platz 9 der Heimtabelle. Wenn Sie Mainz nicht unterschätzen, sollten 3 Punkte zu Hause definitiv möglich sein. Kommen wir zu Mainz 05. Die Mainzer nehmen immerhin ein 1:1 aus dem Heimspiel gegen Hoffenheim mit. Für ihre aktuelle Situation auf Platz 17 vielleicht ein kleiner Mutmacher. Aber der letzte Sieg liegt schon weit zurück, ein 4:1 am 4. Spieltag beim FC Augsburg. In den letzten 7 Spielen gab es 5 Niederlagen und 2 Unentschieden. Dazu müssen die Rheinhessen am Donnerstag auch noch in der Conference League ran, auswärts in Craiova aus Rumänien. Auch das wird richtig nochmal Kraft kosten. Dazu muss Mainz Trainer Bo Henriksen auf Nationalspieler Amiri wegen Gelbsperre und natürlich auch auf Dominik Kor wegen seiner roten Karte verzichten. In Freiburg wartet also ein richtig schweres Spiel auf die 05er. Mein Tipp für den SC Freiburg gegen Mainz 05 ist ein 2:1 Heimsieg für den SC Freiburg. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren meine Bundesliga-Tipps und Prognosen zum 12. Spieltag. Links seht ihr nochmal meine Ergebnisse und rechts dann die Bundesliga-Tabelle nach meiner Prognose. Wie sehen deine Tipps zum 12. Spieltag aus? Schreib mir deine Prognosen unten in die Kommentare. Wenn dir meine Bundesliga-Prognose gefallen hat, Daumen hoch, Werners Fußballecke abonnieren, die Glocke aktivieren, damit du kein Bundesliga-Video mehr von mir verpasst. Also, Daumen drücken für eure Vereine, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.